Mückenlarven sind für Friedfische in vielen Gewässern die natürliche Hauptspeise Nummer 1. Ohne die Zuckis am Haken bekommt man an bestimmten Gewässern einfach weniger Biss. Doch die Beschaffung und Hälterung ist nicht so einfach wie bei Maden und Co. Ferner sind Zuckmückenlarven am Haken und auch im Futter oft nicht erlaubt. Wie ihr dennoch einen verblüffend ähnlichen, zappelnden Zucki-Ersatz am Haken hinbekommt, das zeige ich euch in diesem Filmchen. Und zum Schluss gibt es noch einen Bonustipp. Bleibt dran, mehr dazu nach dem Trailer. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Schlögel. Ich bin 14-facher deutscher Meister, 2-facher Vize-Weltmeister sowie Europameister im Süßwasserfischen und meine Passion ist über 40 Jahren moderne Friedfischangelei pur. Auf, los geht's! In diesem Tutorial zeige ich euch eine weitere Geheimmethode, wie man eine lebendige Mückenlarven am Haken verblüffend nachahmt. Ich weiß, es gibt von verschiedenen Herstellern künstliche Zuckis, die wie echt aussehen. Alles kein Problem. Aber warum verwende ich diese kaum? Der einfache Grund ist die Beweglichkeit, das Gewicht sowie weitere nachteilige Aspekte, die gleich aufgezeigt werden. Um eine Fake Zucki à la MS herzustellen, benötigt man folgendes: ein loser Haken, hier, rot in rot, monophile Vorfachschnur, ein Wollknäuel in rot, die hochkonzentrierte Boilie-Farbe in rot, ein Hakenbindegerät, in diesem Fall mein Hakenbinder Retro, und schon kann es losgehen. Im ersten Schritt schneide ich mir von dem Wollknäuel ein paar Zentimeter ab. Dabei ist es wichtig, dass das Material schnell Wasser aufsaugt und nicht abperlt. Im nächsten Schritt nehme ich den Haken und lege hier jetzt erstmal so, dass ihr es besser seht, den Faden parallel zum Schenkel. Dabei achte ich darauf, dass unter dem Hakenbogen ein Schnippel von mindestens 1,5 cm übersteht. Dann werden diese in die Klemme des Hakenbinders eingespannt. Der Faden wird nun mit eingebunden. Wie das Hakenbinden im Einzelnen funktioniert, das seht ihr oben in der Infokarte. Hier seht ihr, wie rasch das einfach geht. Ich schneide es jetzt hier ab, gehe wie üblich hier da hoch, öffne das, ziehe zu. Und wichtig hierbei ist, dass er wirklich zum Plättchen sauber hingezogen wird, wie ich schon gesagt habe. Hier das Nylon wird entfernt, was übersteht. Und hier, das lassen wir erstmal stehen, weil da kommen dann gleich die Maden dran und dann entscheide ich, ob ich das kürze oder nicht. Aber wichtig ist, ich habe es vorher so ausgefranselt, auch das obere Stück, das sieht dann in Natur dann viel besser aus. Wie ihr nun erkennen könnt, habe ich mir nun ein Friedfisch-Nymphenhaken, ähnlich wie bei den Renkenfelschen, der nennt sich Nymphenhaken, gebunden. Das Vorfach ist nun fertig und wird abschließend in die Hakenbox eingelegt. Kommen wir nun zur Anwendung. Ich nehme das Vorfach und ziehe je nach Hakengröße, das ist in dem Fall ein 12er, 2 Maden auf. Kleinere Haken vielleicht nur eine, noch kleinere vielleicht nur ein Pinky, oder man kann dann natürlich auch eine Strähne nur nehmen statt die 3 und muss das Ganze auf die Hakengröße anpassen. Wichtig bei der Sache ist, dass die Maden ganz fein in die Haut eingehängt werden. Also die dürfen auf keinen Fall auslaufen. Ich gebe mir da richtig Mühe. Ihr seht ja, das Negativbeispiel, die Made ist ausgelaufen, und somit kommt er sofort weg. Viele meinen, das könnte man so machen. Ich bin da sehr penibel und probiere es. Ich habe ja noch mehrere Maden da und probiere es nochmal mein Glück. Jetzt sieht das besser aus. Ihr seht schon mal, wie fein die eingehängt ist. Die zappelt natürlich mehr, also einfach ins Fleisch eingestochene Made. Das brauchen wir auch nachher. Ihr werdet es gleich sehen. Das ist die zweite, ist mir auch gelungen, und sonst hätten wir keinen richtigen Zappeleffekt. Im weiteren Schritt kommt nun die Boilie-Farbe zum Tragen. Die kräftige rote Farbe ähnelt von der Farbe wie dem Blut einer Zuckmückenlarve. Die Boilie-Farbe bekommt ihr in gut sortierten Angelläden. 100 Gramm bekommt man schon unter 10 € oder einfach mal googeln. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Nun befeuchte ich den Maden-Wollfaden-Kombi mit Wasser und gehe in die Farbdose hinein. Die Farbe, wie ihr erkennen könnt, haftet sofort am Wollhaken. An den Maden übrigens nur ganz kurz und verflüchtigt sich schnell im Wasser, ihr werdet es gleich sehen.
Und das ist an gewissen Tagen tödlich für den Fisch, der dem Reiz oft nicht widerstehen kann. Probiert es einfach aus. Aber nicht nur die Farben sind oft meine Trümpfe, sondern auch im Geschmacksbereich. So kann ich zusätzlich den Wollfaden und natürlich auch den Naturködern mit Aroma versehen. Der Wollfaden saugt das Konzentrat vollständig auf. Auch hier geben die Kombiköder eine lang anhaltende, attraktive Duftspur ab. Ich habe schon gute Erfolge mit dem altbewährten Polvitamo gemacht, aber jeder hat seine Vorlieben. Bestimmt gibt es auch noch andere Farben, Dips oder Naturköder, auf die die Fische gut anspringen. Habt ihr da schon Erfahrung sammeln können? Gerne könnt ihr es mir wieder unten in die Kommentarleiste posten. Ich antworte auf jeden Fall. Hier präsentiere ich euch einen Brassen, der diesem Kunstfake Form von Zückmückenlarve nicht widerstehen konnte. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Sag mal wieder danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Filmchen. Euer MS.